Willkommen zum Digitalisierungsbox 2 Video zur Einrichtung eines Fernzugangs per End-to-Site VPN bzw. mit dem Fernzugangsserver der Digitalisierungsbox 2. Für eine erfolgreiche Konfiguration sind dabei folgende Voraussetzungen zu erfüllen. Die Digitalisierungsbox 2 benötigt einen Internetzugang mit einer aus dem Internet erreichbaren öffentlichen IPv4-Adresse. Diese muss entweder statisch konfiguriert sein oder im Falle einer dynamischen öffentlichen IPv4-Adresse der Dienst dynamisches DNS genutzt werden, damit die Digitalisierungsbox bei Änderung der öffentlichen IPv4-Adresse erreichbar bleibt. Dann starten wir die Konfiguration, indem wir uns mit den Admin-Zugangsdaten an der Digitalisierungsbox 2 anmelden. Die Konfiguration starten wir dann im Bereich Internet und Netzwerk. Hier bekommen wir auch wichtige Netzwerkinformationen angezeigt. Für die Konfiguration des VPN-Tunnels ist die Netzwerkinformation wichtig. Das heißt, wir müssen wissen, was ist die lokale IP-Adresse bzw. das lokale Subnetz der Digitalisierungsbox 2. Mit mehr Informationen bekommen wir da auch nochmal einen tieferen Einblick. Anschließend gehen wir wieder zurück auf Internet und Netzwerk. Dann wählen wir aus VPN einrichten. Als VPN-Szenario wählen wir aus Fernzugangsserver für VPN-Clients. Hier starten wir als erstes mit der Beschreibung. Diese sollte sinnvoll gewählt werden, damit der VPN-Tunnel nachher noch zugeordnet werden kann. Als nächstes wählen wir dann die lokale ID aus. Das ist die lokale IPsec-ID der Digitalisierungsbox. Auch der Client bekommt ebenfalls eine ID, die sogenannte entfernte ID. Als nächstes vergeben wir dann den Pre-Shared Key, also das Passwort des VPN-Tunnels. Dieses sollte sicher gewählt werden, das bedeutet eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen ist zu empfehlen, dazu auch natürlich eine angemessene Länge. Als nächstes kommen wir dann zur Konfiguration des IP-Pools, der für die VPN-Clients verwendet wird. Wenn schon ein IP-Pool vorhanden ist für VPN-Clients, könnte man den hier auswählen, ansonsten wählt man einfach neu aus. Wichtig ist, dass die IP-Adressen dieses Pools nicht anderweitig in der Digitalisierungsbox 2 verwendet werden. Standardmäßig nutzt die Digitalisierungsbox im LAN ein 192.168.2.0/24 Subnetz. Das darf hier auf keinen Fall genutzt werden. Als erstes vergeben wir dann hier einen IP-Pool-Namen. Der sollte so gewählt werden, dass dieser IP-Pool nachher noch zugeordnet werden kann. Dann vergeben wir eine IP-Startadresse. Wir könnten hier zum Beispiel die 192.168.3.50 verwenden und als IP-Endadresse dann die 192.168.3.150. Dieser IP-Pool überschneidet sich nicht mit den Standard-IP-Adressen im LAN der Digitalisierungsbox 2. Es gibt natürlich auch noch andere IP-Adressbereiche, die verwendet werden können, beispielsweise 172.16.0.50 bis 172.16.0.150 oder beispielsweise auch 10.0.0.50 bis 10.0.0.150. Es gibt also verschiedene Optionen. Wichtig ist nur, dass dieser IP-Adressbereich nicht anderweitig in der Digitalisierungsbox 2 genutzt wird. Als nächstes kommen wir dann zum IPsec-Filter. Hier geben wir das lokale Subnetz der Digitalisierungsbox ein. Das ist 192.168.2.0/24, wenn wir die Standardeinstellungen aktiv haben. Die IPsec-IKE Proposals und die IPsec ESP Proposals können wir dann auf den Standardwerten lassen. Abschließend gibt es dann noch die Möglichkeit, eine Konfiguration für den NCP bzw. Bintec Secure Entry Client zu exportieren. In diesem Fall wird der Client genutzt, dementsprechend wählen wir hier aktiviert aus. Mit OK werden die Einstellungen dann übernommen. Für den VPN-Client-Konfigurationsexport ist noch eine Angabe notwendig, und zwar die Art der öffentlichen Gateway-Adresse, also ob wir einen Domainnamen verwenden, beispielsweise wenn wir dynamisches DNS nutzen, oder die öffentliche IPv4-Adresse. Die geben wir dann hier an. Die Verwendung der öffentlichen IPv4-Adresse ist natürlich nur sinnvoll, wenn wir eine statische, also eine feste öffentliche IPv4-Adresse hier an diesem Anschluss haben. Andernfalls empfiehlt sich die Konfiguration von dynamischem DNS. Mit Exportieren wird auch dieser Schritt abgeschlossen.
Hierbei ist wichtig, dass man den Download gegebenenfalls nochmal bestätigen muss, je nach Browser. Wenn wir die Konfiguration heruntergeladen haben, können wir dann mit Abbrechen die Konfiguration hier beenden. Der VPN-Tunnel ist damit in der Digitalisierungsbox 2 erfolgreich eingerichtet. Falls weitere VPN-Clients benötigt werden, kann man mit neu zusätzliche Tunnel anlegen, indem man wieder auswählt Fernzugangsserver für VPN-Clients. Hierbei kann jetzt auch, und das ist vielleicht nochmal wichtig, der IP-Pool nochmal verwertet werden. Solange genug IP-Adressen in dieser Range vorhanden sind, ist das kein Problem. Als nächstes wechseln wir dann auf den Windows-PC, um die Konfiguration des VPN-Clients durchzuführen. Auf dem Windows-PC installieren wir dann zu Beginn erstmal den NCP Secure Entry Client. Dabei müssen wir die Lizenzvereinbarung akzeptieren, gegebenenfalls den Installationspfad anpassen, falls erforderlich, und mit Weiter können wir die Konfiguration dann abschließen. Hierbei vielleicht noch, wenn gewünscht, eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen und dann kann die Installation auch schon starten. Diese muss dann bestätigt werden, gegebenenfalls ist auch ein Admin-Login notwendig. Damit können wir die Installation fertigstellen. Abschließend empfiehlt es sich, den PC neu zu starten. Nach dem Neustart können wir den VPN-Client dann einfach starten. Unsere Konfigurationsdatei, die wir aus der Digitalisierungsbox 2 exportiert haben, können wir dann einfach importieren, indem wir hier auf Konfiguration gehen, dann auf Profile und hier mit Hinzufügen Import das erstellte Profil auswählen können. Dazu wählen wir hier aus Profile importieren, weiter und dann wählen wir unsere Datei aus. Dann gehen wir wieder auf Weiter und damit wird die Konfiguration importiert und mit Fertigstellen ist die Konfiguration dann hier erledigt. Wir könnten jetzt noch weitere Profile hinzufügen, falls das nicht erforderlich ist, gehen wir hier einfach auf Abbrechen. Die VPN-Verbindung können wir dann einfach aktivieren, indem wir hier auf Verbindung klicken. Damit ist die VPN-Verbindung hier erfolgreich aufgebaut. Die VPN-Verbindung können wir dann einfach testen, indem wir mit unserem Browser auf die Digitalisierungsbox zugreifen. Damit ist sichergestellt, dass der VPN-Tunnel funktioniert. In der Liste der konfigurierten VPN-Verbindungen der Digitalisierungsbox 2 sehen wir dann auch, dass der VPN-Tunnel aktiv ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.